Wir haben eine 1000 Euro Seafood-Platte für den Herren vorbereitet. Ich hoffe, er schafft es nicht. Ansonsten muss ich den sein Leben lang bei 2 Standorten Seafood ausgeben. Zack. Wow. Leute, hier ist sogar ein ganzer Fisch drauf, Forelle. Viel Spaß. Let's go. Leute, es ist mal wieder soweit. Willkommen zurück auf unserem Hauptkanal Big M und einer neuen Challenge. Und heute wird es wahrscheinlich so luxuriös, so premiummäßig wie noch nie. Wir sind zu Inchi gefahren, natürlich bekannt für die legendären Seafood Bowls. Wir haben hier auch schon mal die goldene Seafood Bowl getestet, falls ihr euch erinnern könnt, als erster überhaupt das Ganze geschafft. Und wenn ich mir hier schon wieder anschaue, wer hier schon alles da war, ne? Max Pane, Bernd Zehner zusammen, dann haben wir Enes Seker oder auch Manuelsen. Also das Ganze könnt ihr hier wirklich euch anschauen, ich sag mal so in der Vitrine für die Ewigkeit. Vielleicht finden wir ja auch unseren Platz da heute, denn der liebe Ibo, der hat uns auf eine Challenge herausgefordert, wie ich bereits schon eben erwähnte, die größte, luxuriöste und vielleicht sogar teuerste Seafood-Platte mit Fisch, die es gibt. Wir besuchen das Ganze. Let's go! Ivo, mein Lieber. Herzlich willkommen. Ey, freut mich. Erstes Mal, dass wir uns sehen tatsächlich. Genau. Ich war ja schon mal bei dir hier, die goldene Seafood Bowl, die habe ich als erster überhaupt mal gegessen. Genau. Aber damals war ich noch zu klein, da hast du keine Zeit für mich gehabt, bei so vielen Content Creators, die mal hier sind. Aber obwohl du damals kaum Follower hattest, haben wir zusammen Content gemacht. Das stimmt, da hast du recht. Deswegen danke ich dir dafür auf jeden Danke Fall schon mal. Jetzt ist die Reichweite ein bisschen größer, der Name ein bisschen bekannter, Genau. deswegen hast du mich persönlich begrüßt. Danke dafür. Ich habe gerade schon mal erwähnt, hier ist ja wirklich immer das Who des Who, ne? Darf man ja wirklich nicht vergessen. Zuletzt, glaube ich, Max und Bernd waren ja auch schon organisch vor ein paar Wochen oder so hier. Ne? Gestern hast du mir noch erzählt, waren 12 Stück hier, unter anderem Eli Geller, Elias, Ja, Mert, war die ganze ne? Truppe. Da war die ganze Ich glaube, Truppe die da. ganze Twitch-Community war hier. Ja. Geil. Heute bin ich hier, denn du hast was Besonderes parat, eine besondere Challenge. Genau. Erste Mal. Wir Was haben gibt's? eine 1000 Euro Seafood-Platte für den Herren vorbereitet. Ich hoffe, er schafft es nicht. Ansonsten muss ich den sein Leben lang bei 2 Standorten Seafood ausgeben. Also das ist das, was ich sag mal, schon ein bisschen gehofft hatte, ne? Warum ich dann auch gesagt habe, ich nehme auch gerne mal eine Challenge von dir an. Weil erstens, ich meine, es ist die verbotene Stadt, sage ich den Leuten mal oft genug. Ich bin wieder in Köln, ich bin öfter in Köln als in Düsseldorf, was das angeht. Aber Seafood für die Ewigkeit, also ich habe wirklich jetzt schon Fleisch, viele andere Sachen und so, ne? Gerade auch so mit Döner-Burgerläden. Aber Seafood wäre, glaube ich, tatsächlich das erste Mal. Deswegen, du hast wirklich eine 1000 Euro Platte fertig gemacht, habe ich gehört, ne? Aber lass dich nicht irren, da ist so viel Proteine drin, Ja. das wird dich wegkicken. Ich glaube, das wird auch stopfen, ne? Das wird Ja, stoppen. stopfen. Dann halt je nachdem vielleicht noch ein bisschen fettiger oder so. Es ist, glaube ich, Seafood, Sushi und noch Fisch. viele Sachen. Ne? Also, weil ihr habt ja auch alles an Fisch, nicht nur Seafood Boil, aber alles kombiniert, hast du gesagt, ist fertig gemacht, ne? Genau. Ja, und dann würde ich sagen, nehme ich die Wette gerne an, mein Lieber. Und ich würde sagen, let's go. Komm, wir machen über dich. Über dich. Oi. Das habe ich schon einmal gehabt. Letztes Mal ist es gut gegangen. Halleluja. So. Ich helfe euch mal. Das wäre schön hier, genau, so hier drauf packen. Alter Falter. Wow. So. Wow, wow, wow. Oh, in der Mitte habt ihr auch noch was, sehe ich. Ei. So, haben wir hier nochmal die Seafood Bowl. Ei. Die Sushi-Platte kommt jetzt auch Ah, sofort. Sushi-Platte kommt noch oben drüber. Zack. Wow. Das ist das, worüber wir gesprochen haben, ne? Das Virale, ne? Was so am Tisch zelebriert wird, diese legendäre Seafood Bowl. Und alles andere ist, ich würde sagen, wir gehen darauf ein, wenn wir hier zusammen sitzen und essen. Denn das Ja. jetzt alles einzeln zu erklären, ist viel. Aber meine Lieben, ich habe gehört, Sushi kommt noch on top. Und damit gehen wir rein da, oder? Geil. Kriegen wir hin. Es ist angerichtet, die 1000 Euro Seafood-Platte von Inchi ist bereit und damit könnt ihr ja schon mal gerne vorab schreiben, ob wir es schaffen oder nicht. Und dementsprechend bist du bereit? Ich bin bereit. Ich bin auch bereit. Also es ist monströs, es ist gewaltig, es ist luxuriös. Auf geht's in die legendäre Inchi Seafood 1000 Euro Platte. Viel Spaß. Let's go. Juti, also dann fangen wir an. Ich würde sagen, wenn du schon hier neben mir sitzt, dann gib mir doch einfach, wo du sagst, damit fangen wir an. Wir fangen an mit der Snow Crab. Snow Crab? Das heißt, haben wir hier ein bisschen Fleisch. Ja. Schneekrabbe? Schneekrabbe. Okay. Gibt es da gewisse Tricks wirklich, wie man das rausnimmt? Also ich mache das ja so, dass ich einmal Knick rein, Ja. Knick raus. Ja. Dann hast du das quasi so in einem Stück draußen. Geil. Bitte sehr. Dankeschön. Erstes Stück Snorkel. Oh. Haben wir die Riesengambas, das sind senegalesische Riesengambas. Senegalesische. Genau, Wildfang Okay. ist tatsächlich, kann man mit normalen Garnelen nicht vergleichen, schmeckt quasi in Richtung Hühnchen.
Ach, okay. Gibt es auch wirklich so Unterschiede von den Ländern her? Also, dass man sagen, so, gibt es Ja, auch argentinische, glaube ich, oder so? Gibt es auch ne? argentinische. Krass. Aus Venezuela beziehen viele. Ich danke dir. Ach, hast schon halbiert sogar? Ich probiere das mal trocken. Ich selber tatsächlich, wenn ich 3 Stück von denen esse, ne, werde ich satt. Ja? Das ist, weil die Proteine kicken Ich glaube, wirklich. 4 Stück kann man von denen, gibt es immer irgendwie auf so einer Platte oder so, ne? Wir haben- Welche Soße sollte ich denn damit mal probieren? Also fängst du erstmal lieber mit unserer Spezialsoße an. Rainer? Tomate? Tomate, Butter und unsere Kräutermischung. Geil. Welches die andere? Haben wir hier eine thailändische Soße. Die so etwa cremiger, haftet auch mehr. Dann haben wir so eine Basic, Olivenöl, Knoblauch, Zitrone. Oh, sage ich gleich mal rein. Dann machen wir jetzt nicht so fertig. Ich bekomme langsam Appetit, mein Lieber. Also langsam So. bekomme ich Appetit hier, du. Das ist die King Crab, die kommt aus Chile. Tatsächlich haben wir auch King Crabs aus Norwegen. Die haben wir momentan nicht da, weil wir Lieferprobleme haben. Was ist der Unterschied? Norwegische sind doppelt so teuer. Okay. Und qualitativ auch besser. Hier. Dankeschön. Aber die schmecken auch sehr gut. Also jetzt einer, der ein Nichtkenner wird den Unterschied jetzt schwer schmecken. We talk. Die King Crab schmeckt mir besser als die Snow Crab. Wirklich? Ja. Also ich finde die Snow Crab schmeckt besser. Nee, mir hat die King Crab besser geschmeckt. Irgendwie ein bisschen weicher. Krass. Aber da siehst du, ich sage ja auch mal den Leuten, Geschmack ist unterschiedlich, ne? Geschmack ist wirklich auch unterschiedlich. Oh. Haben wir hier einen Hummer, ne? kanadischen Hummer. Kanadischer? Der wiegt 400 Gramm. 400 Gramm. Hier. Dann reißen wir den Daumen einmal ab. Bei den Hummer ist das so, hiermit fängt er die Beute und hiermit zerstückelt er die Beute. Das heißt, man sieht das auch, das ist hier grob und das ist zum Zerstückeln. Krass. Aber ich sage ja, ich finde das mega interessant, Leute, heute, dass wir eine Challenge angehen, plus ich diese Hast krasse du einen Erklärung Nussknacker für mich? Ach, ich habe alles hier immer. Ich bin doch Profi. Ich habe zwar keine Ahnung, wie man das macht, aber ich hab alles hier. So. Wow. Ich mache das halt extra so langsam, damit ihr die Challenge nicht schafft. Ich habe mir das nämlich schon gedacht, damit nämlich alles schön am Fleisch überbleibt. Aber ich kann nachher mal hier, es gibt ja auch einige Sachen, die müssen ja gar nicht, probier jetzt meinen Hummer. Schero. Wow, sehr lecker. Sehr salzig, aber sehr lecker. Ich bin mal gespannt, ob die unterschiedlichen, also schmecken auch die, würdest du jetzt, ich meine, ich probiere es ja jetzt, aber auch die unterschiedlichen Teile vom Hummer anders oder ist das immer das gleiche Fleisch? Nee, das schmeckt tatsächlich anders. Okay. Der Hummerschwanz schmeckt härter und intensiver als die. Das ist jetzt der Schwanz? Das ist jetzt der Schwanz. Okay. Nee. Dankeschön. Das ist Also- der Hummerschwanz? Ich ziehe immer in den Videos, sagen die, ey, wie oder wenn ich jemanden bediene oder so einen Service mache, sagen die, ey, brennt deine Hand nicht? Meine Hand brennt. Dann sage ich immer, ich habe 7 Handschuhe übereinander an. Mein Lieber, das schmeckt geil. Also der Hummer ist schmeckt- bis jetzt der leckerste, was ich gegessen habe. Danke sehr. Aber wirklich sehr lecker. Also Leute, Hummer bis jetzt, sage ich Real Talk, war bis jetzt wirklich das Beste vom Geschmack. Boah. Einfach. Kommen wir nicht drum rum, dreckig zu werden. Normalerweise sage ich das mal. Ich werde immer dreckig in meinen Videos und Livestreams. Dankeschön. Hummer ist so eine Sache. Hummer hat Holt doch alles raus jetzt, ne? Er holt doch alles raus, ey. Diese Challenge, die will er sich nicht nehmen lassen. Ich pack da sogar mit Schale mit rein. Und musst du mal aufpassen, da ist so ein leichter Knochen mit drinnen. Okay. Was auch so eine ich merk's, Delikatesse ist. Die Hummerbeine, die kann man dann halt so aufmachen. Und das Fleisch kann man rausdrücken oder halt schlürfen. Hammer. Während du, ich sag mal, teilweise neue Sachen aufmachst, probiere ich mal Sachen, die einfach so leicht sind wie Muscheln und so, ne? Mhm. Dann kannst du währenddessen mal so weitere Sachen aufmachen. So, da haben wir hier, was sehr besonders schmeckt, ist der Langustenschwanz. Oh, Langustenschwanz, ja. Der ist halt sehr bissfest. Oh, der geht aber einfach ab, ne? Genau, der geht einfach ab. Den haben wir auch durch die Mitte geteilt. Ach, das ist eine Hälfte. Genau. Und noch crunchy dazu, ne? Die Kunst ist halt bei den Meeresfrüchten, jeder von denen hat eine andere Garzeit. Wenn man, Und das dann trotzdem alles perfekt genau, reinzubringen, ne? jeder stellt sich das vor, dass wir das alles in einer Pfanne machen oder dass wir das alles in einen Topf machen und dann reinkippen. So ist es nicht. Das heißt, wir portionieren die in jeweiligen Behältern und lassen die unterschiedlich garen. Weil egal wie gut die Snow Crab ist, wenn du die 2 Minuten zu lang garen lässt, das Fleisch da drin minimiert sich, ist wie so eine Garnele. Wenn so eine Garnele sehr, sehr lange bratest, dann
hast du am Ende so, wird immer kleiner. So, der erste Teller ist schon voll. Wahnsinn, ne? Also Leute, da seht ihr mal, was an Schalen auch alles krasses drauf ist, ne? Dann würde ich sagen, Kann ich ein bisschen stehen, weil Ja, ich sehr bekomme gerne. kein Blut mehr in den Armen. sehr gerne. Sehr gerne. Da haben wir hier zum Beispiel auch Blaukrebsscheren. Blaukrebsscheiben. Das ist in der Seafood Bowl dann drin, Genau, ne? das ist in der Seafood Bowl. In der Seafood Bowl, wir haben zwei Varianten. Ihr habt Einmal, noch, ich sehe hier so Champignons noch dazu, ne? genau, immer mit Beilage. Zu jeder Seafood Bowl kommen immer Beilagen. Also man kann sich dann tatsächlich eine Beilage dazu Ich sehe bestellen. auch gerade, kleine Gambas sind auch mit drin, ne? In der Seafood Genau, Bowl. genau. Da sind auch die 1620 Garnelen. Die sind halt argentinisch und Ah, okay, das sind wieder argentinische. genau, argentinische. Das sind Black Tiger. Die erkennt man an den schwarzen Streifen, die haben. Also mal Leute, ihr seht hier auch Muscheln und alles soweit dabei, ne? Geil, sehr, sehr geil. Ich überlege gerade, was habe ich denn noch gar nicht gehabt hier drauf? Oh, da ist ja ein ganzer Fisch. Genau, hier Ist haben das wir noch ein Fische. Fisch? Genau, hier haben wir eine Forelle. Tatsächlich eine Lachsforelle ist mein Lieblingsfisch. No way. Leute, hier ist sogar ein ganzer Fisch drauf, Forelle. Geil. Ist die filetiert, weißt du das? Die ist filetiert. Die ist genau. filetiert, das heißt, ich kann die so essen. Guck aber, da kann immer noch Gräten drin sein. Ja gut, werde ich spätestens beim Melken. Aber die Haut isst mal mit, ne? Genau, die Haut Haut kannst isst mal du mit. essen. Das ist Also auch, Forelle auch, meine Lieben. ist wie bei Hühnchen. Die Haut beim Hühnchen schmeckt am besten. So, Crunchy. kann ich einmal deine Hand haben? Ja. Unseren Oh, Move. Leichter Knochen mit drin. Kann ich den sogar zeigen. ist auch wieder Snow Crab. King Crab. Das King ist Crab. King Crab. Boah, das sieht man hier schon von innen, die Faser, ne? Also, ich finde das faszinierend heute, Leute. Nicht nur eine Challenge, sondern wirklich auch, jetzt wird sich das Ganze essen. Und wie sieht dein Magen aus? Platz ist noch da, mein Lieber. Aber auch noch ordentlich was auf der Platte, wenn ich das hier sehe. Oh, ich snack die Forelle nebenbei ein bisschen. Also, meine Lieben, ihr seht, Forelle, Fisch. Ich würde sagen, während Ibo gerade hier mir ein bisschen was fertig macht und mich füttert, Genau. gehen wir mal so ein bisschen rein, quatschen ein bisschen im Livestream. Würde ich sagen, machen wir weiter und geben gleich ein Update. Ich schau mal, dass ich ein bisschen vorankriege. Oh, let's go. Wir sind jetzt 20 Minuten dran. Ibo ist weiter fleißig für mich am Poolen, während ich zwischendurch immer mal wieder in eine Muschel reingehe, in Champignons. Ich sag mal in die ein oder andere kleine Garnele, sage ich mal, die jetzt in der Seafood Bowl mit dabei ist, ne? Oder auch jetzt hier, was ich halt einfach abmachen kann. So eine Muschel, wo jetzt sowieso schon abgefallen ist, also wo ich dann nur noch hier schauen muss oder wie jetzt hier, wie ihr es seht, ne? Weil ich dann ganz gut snacken kann. Auf jeden Fall 20 Minuten dran. Ich sag mal so, mir geht's gut. Wie geht's dir? Also, so viel habe ich bis jetzt für niemanden Noch nie drauf gemacht. geschehen, ne? Noch nie geschehen, so viel, ne? Also, mir auch gedacht, er macht heute Training, Noch ich nicht darf mal für essen. mich oder für sonst jemanden. Aber Ja. Aber es schmeckt sehr lecker. Wir haben noch eine vierte Soße bekommen, Barbecue-Soße, ist ein bisschen milder, gar nicht. Und jetzt haben wir es, glaube ich, geschafft. ich schulde dir nur. Du schuldest mir eine Uhr. Zum Glück haben wir ja kein Zeitlimit heute, deswegen ist es nur halb so wild. Aber ihr seht hier, ne? Ich pule mir das eine oder andere ab, er pult das eine ab. Das eine, was ich sagen muss, ich meine, ich verschwende auch nichts, aber er geht wirklich all in. Er macht es so, wie wenn er es kennt, das Nutella-Glas, das muss bis auf das letzte Stück, das letzte Milligramm muss das ausgeschüttet werden. So kriege ich das gerade hier, weil er das nicht verlieren will. Wir haben es sogar mit Nutella-Glas, haben wir damals sogar mit warmer Milch. Ja, genau, weißt du, ne? In die Mikrowelle, Ja, alles rausholen. in die Mikrowelle, damit da Ja. alles raus ist. Es darf nichts übrig bleiben. So genau pult er mir das gerade hier raus, ey. Genau das ist das Gleiche. Also, ihr seht, wir haben Spaß. Lassen uns gut gehen, wir lassen uns schmecken. Ich bin der Einzige, der isst. Und dementsprechend, ja, er will nicht verlieren, ich will gewinnen. Wir lassen uns weiter gut gehen. Weiter geht's. Wir haben weitere 9 Minuten. 9 Minuten um. Die Uhr ist jetzt 2-3 Mal runtergefallen, sind aber jetzt so um die 40 Minuten dran. Schmeckt weiterhin gut, es ist aber noch mega viel drauf. Ne? Also es ist zu krass. Das Einzige, was du auch schon gesagt hast, wie immer noch warm das ist. Ne? Immer noch warm. Wenn man das anpackt, es dampft immer noch teilweise. Also es ist wirklich krass. Also diese Heizplatte ist wirklich top. Wie gesagt, holt er sich wahrscheinlich demnächst auch. Ich snack hier und da immer wieder was ich selber abmachen kann. Wie jetzt, wie gesagt, weiterhin so die kleinen Garnelen. Erst mit den großen Dingern dran. Und dementsprechend, ja, läuft's gut. Was ich noch interessant finde, ist, wie viel er halt weiß oder wie viel du halt weißt letztendlich, was, ich sag mal, an unterschiedlichen ersten Fischsorten und wie unterschiedlich alles zubereitet. Aber auch, wie du auch schon sagst,
Man kann gar nicht alles wissen, weil es so viele unterschiedliche Informationen über die verschiedenen Ja, klar. Fischarten gibt. Ne? Das, was du ja gerade auch schon gesagt hast, mit dem Beziehen von verschiedenen Fischsorten, die man als Privatperson gar nicht bekommt. Also ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben. Wir haben es gerade auch im Livestream schon mal erfragt. Du kannst ein ganzer Hai oder so, ne? So ein Königslachs hieß das, ne? Genau, nein, Gotteslachs. Gotteslachs, ne? Also 50 Auch Kilo so, ja. Fisch. Ne? Ob ihr das mal sehen wollt, schreibt es mir also gerne mal in die Kommentare. Hätte ich mal mega Bock drauf. Ich sag mal, das nicht nur zu essen, sondern auch persönlich mal zu sehen. Aber erstmal mal die Challenge heute, dein lebenslang kostenlos Seafood. Das muss ich erstmal verdient werden. Ach, hast du das gerade gemacht? Ah, dann bin ich mal gespannt. Ey, dann probier. Weißt du was, wenn du schon hier bist und du das gemacht hast. Also wir machen wirklich alles selber, ne? Direkt mit Hand. Ja, mit Hand? Oh, danke schön. Ich wollte höflich sein. Also wir machen den Essig machen wir selber, ne? Ja, wir machen die erste. Also meine Lieben, wir machen mal kurz Update, denn der Sushi-Meister ist gekommen. Ne, er hat ein bisschen später angefangen heute, weil er noch woanders wohl auch noch tätig ist und so. Und er hat uns jetzt das richtig schöne, ich sag mal, noch mal anschaulichere Sushi gemacht. Das haben wir jetzt bekommen. Er sagt, ich soll es Er muss, ja, ne, es gibt kein Ich Problem. muss es jetzt mal, essen. Probier jetzt mal Crispy Roll. Leider, wir haben kein Gold mehr. Normalerweise, wir machen das mit Goldpapier. Wir haben auch Goldpapier. Sehr, sehr lecker, Dankeschön. Also, Sushi hier, Special, auch das gibt's hier. Ich soll mich weiter ablenken lassen mit ein bisschen Mango, Avocado sehe ich drin. Umari, weiter geht's. Da wird gefragt, ob ihr nur in Köln bleibt oder auch mal woanders hingeht. Tatsächlich, kann ich das jetzt aufklären? Wir wollen nächstes Jahr, im Jahre 2026, das Projekt Inji Franchise angehen. Ernsthaft? Hast du schon mal irgendwo gesagt? Nein, das ist jetzt zum ersten Mal hier. Krass. Also Inji Franchise. Die Leute, die wirklich unser Konzept in ihrer eigenen Stadt machen möchten, am besten auch Gastro-Erfahrungen mitbringen, schreibt uns Social Media, Instagram, TikTok oder auch per E-Mail von unserer Internetseite. Wir wollen auf jeden Fall nach Berlin, nach Frankfurt, nach Düsseldorf. Hey! Bist du sicher, dass du da noch hin willst, wenn ich hier fertig bin? Der Franchise-Nehmer tut mir jetzt schon leid. Wir wollen in jeder großen Stadt sein. Das Projekt Inji Franchise 2026. Wir wollen es angehen. Ich hoffe, ihr auch. Finde ich geil. Macht keinen Sinn mehr. Also nichts das mehr heißt, wir haben nichts mehr drin. Also das ist komplett leer, Leute. Das ist komplett leer. Ich hoffe, dass ihr die Sushi nicht hinbekommt. Wir hatten gesagt, ein Jahr Seafood gratis, ne? Ein Jahr Seafood gratis, ey. Aber weißt du was? Ich probiere es jetzt mal. Gegrillte Pepperoni, ne? Oder Pfeffer, nee, doch Pepperoni, ne? Pepperoni. Ah, sind die auch in den Seafood Balls mal mit dabei? Nee, ne? Das ist halt, zu jedem Fisch kommt ein bisschen Garnitur mit dabei. Ah, okay, Garnitur. Fürs Auge, fürs Auge. Also was bei den Seafood Bowl dabei ist, Bratkartoffel und Mais und eine Beilage. 43 Minuten plus die 20 am Anfang und ich glaube nochmal, ja, sagen wir mal eine halbe Stunde. Sogar, wir hatten keine Zeit. Ist die Platte soweit durch? Du hast extra kontrolliert, ist alles. Und ich gehe jetzt mit euch, hier habe ich die Soße nochmal drauf getan, damit die nochmal schön warm ist. Das war diese Special-Soße. Spezialsoße. Ne? Die hat mir am besten gefallen. Und ich gehe jetzt auch mal in eine komplette Pepperoni da nochmal mit euch rein. Ich fühle mich wie in so einer Matrix, ne? Das geht nicht. Das geht nicht. Wie? Ja. Wie? Du hast 10 Kilo gegessen. Ja. Aber Pepperoni auch soweit durch. Das Einzige, wo du noch so ein bisschen Hoffnung hast, ist Die Sushi. die Sushi-Platte. Knall die einfach drauf. Die haben wir einmal jetzt hier noch komplett so, ich sag mal als kleinen Abschluss. Kann man mittlerweile bei euch auch bestellen, ne? Einmal süß-sauer und einmal mit Soja, ne? Genau. Wir haben auch Teriyaki-Soße. Also, damit gehe ich in den Sushi rein. Die ersten 2 hatte ich ja vorhin mit euch probiert. Und dann ist es ja, schon fast geschafft, ne? Ich würde sagen, damit machen wir uns weiter. Chrissy. Ich nehme noch ein bisschen Sushi. Wirklich? Ja. Okay. Eine kleine. Aber das ist ein Risiko, ne? Nicht, dass du sagst, ey, ich mach dir so noch so eine Portion. Sicher, dass du das auf isst? Leute, sollen wir das Risiko eingehen? Sollen wir eine kleine Sushi-Portion einnehmen oder sollen wir auf den Nachtisch geben? Oder sollen wir den Stempel einsacken? Was meint ihr? Ich meine, das sind riesige Dinger, ne? Aber gibt es viele Leute, die ja sagen bei mir. Das ist deine Community.
Nein, das ist deine. Das ist dein TikTok. Rein da. Rein da. Ja. Ich sehe da nur ja. Wobei, ich könnte eigentlich sagen, so, ich ist ja jetzt geschafft und dann bestelle ich einfach mein kostenloses Essen. Nee, das geht nicht. Also der hat es schon gesagt und hat damit gepostet. Also muss er das jetzt essen. Ich mach das jetzt. Nochmal so eine Portion Sushi. Der Koch konnte das auch nicht glauben. Der sagt, wie viele Leute kommen denn heute? Der konnte am Anfang wirklich nicht der glauben, meinte, ne? wie viele Leute kommen denn? Dann habe ich denen seinen Kanal gezeigt. Dann war der erstmal baff. Hat gesagt, trotzdem, er schafft das niemals. Das heißt, so, hier haben wir mal... Ey, das ist unfair, ne? Das ist mehr als gerade. Nein, das ist genauso Ist das genauso viel? Waren das vorhin nicht 2 immer pro Reihe? Nein, das waren 3. Ja, okay, dann mal fair. Ja, ich bin gespannt, ey. Ist ja auch wieder ein bisschen Zeit vergangen. Also, meine Lieben, ihr seht, die zweite Sushi-Runde ist da. Der Mann hat noch die Hoffnung, dass ich das jetzt nicht schaffe. Der hat gepokert, Leute. Und ich poker und dementsprechend dann Alles oder nichts. vielleicht nochmal alles verliere. Aber ich kann ihm jetzt schon mal sagen, ich weiß ja nicht, wie lange deine Leute brauchen fürs Dessert. Wenn die nochmal so lange brauchen, können sie eigentlich schon mal gern was fürs Dessert machen. Ja, genau. Gino, könnt ihr Dessert schon mal vorbereiten? Alles schon fertig. Der atmet das jetzt weg. Wir sind mal gespannt. Also, meine Lieben, auf geht's in die zweite Sushi-Runde. Und ich will schon vorsichtig optimistisch sagen, schon fast mein erstes kostenloses Essen hier. Also, meine Lieben, Leute, er hat die Sushi auch weggeatmet, Damit als wäre gehen es wir- einfach nichts. damit gehen wir auch ins letzte Das Sushi-Stück esse, ich, das esse ich mit meiner Frau zusammen und sind satt. Wirklich. Sehr, sehr lecker gewesen. Wow, kann man nicht anders sagen. Sehr leckeres Sushi. So, Challenge geschafft. Geschafft. Ja, doppelten Dreifach. Damit auf die zweite Zieh meinen Sushi-Runde. Hut. Dankeschön. Auch hier, wie gesagt, sehr, sehr lecker gewesen. Liebe Grüße gehen an Sushi-Meister raus, der sich das Ganze jetzt für uns nochmal fertig gemacht hat, zugeschaut hat und echt sehr, sehr lecker zubereitet hat. Wie gesagt, sehr, sehr lecker. Aber jetzt nach wirklich viel Fisch, viel Sushi, freue ich mich auf eins, den Stempel und einen geilen, süßen Abschlussdessert. Nicht nur Fisch kann man ja anscheinend, nicht nur Sushi kann man ja anscheinend, sondern anscheinend auch Dessert, ne? Du hast gerade, ich sag mal, ein bisschen schon was vorgestellt von unserem Livestream. Wir haben hier verschiedene Kuchenarten, eine Lotus Cake, ne? Schokokuchen, Käsekuchen. Dann haben wir Mochis, ne? Mochis, genau. Und diesen, was du gesagt hast, Das ist Baklava. Katmer, das ist bei uns in der Türkei, Hatay-Region ist das sehr bekannt. Das ist so ein Baklava-Teig mit Pistazien-Creme-Füllung. Krass. Was eher so crepe-mäßig Genau, fast genau. aussieht, ne? ist auch nicht so deftig. Und das hier? Das ist Helva. Helva ist bei uns in Türkei, zum Beispiel in den Fischrestaurants, ist Helva ist Grießbrei. Grießbrei ist sehr bekannt dafür, in Fischrestaurants serviert zu werden. Okay, sollen wir das mal als erst probieren? Probieren wir mal den Grießbrei. Leute, ich verzehr mir nicht mein Gesicht. Für mich ist das top. Ich freue mich, dass er hier ist. Ich freue mich wirklich, dass er das auch geschafft hat. Das war auch unser Ziel. Ich sag mal sein Ziel. Und ich bin nur ein bisschen sprachlos. Also Grießbrei ist geil. Der ist warm. Der ist warm und Der ist mit ein warm. bisschen Lotuscreme. Ja, das schmeckt man nämlich. Oh, ist der Grießbrei geil. Also normalerweise bin ich gar nicht so krass der Grießbrei-Fan auch von früher. Cheesecake. Ja. Lotus Den machen, wir Cheesecake. immer, den machen wir immer frisch. Ist sehr cremig. Oh. Hammer, ne? Boah. Alter, was ist das denn? Ich sag dir, Real Talk. Ich bin gar kein Käsekuchen-Fan. Eigentlich gar nicht. Das ist krass. Wegen dieser mit diesem Lotus oben drüber, das ist heftig. Ah, das ist ja der normale Käsekuchen dann, ne? Der kann tatsächlich dann schon wieder so ein bisschen... Genau, das ist der normale. Ist ein bisschen bissfester. Das ist wieder das, was ich meine. Das ist so, Das wäre jetzt nicht so meiner, ne? Weil es, ich sag mal, dieser normale Käsekuchen wieder ist. Aber dieser Lotus-Käsekuchen, der ist so krass. Schokokuchen? Der geht in Richtung Brownie. Auch so deftig. Mächtig, deftig. Und viele verschiedene Schokoladen, ne? Geil. Probier mal hier die Katmer. Habe ich noch nie in der Art und Weise gegessen, ist auch warm. Ne? Also Leute, für alle, die das noch nie gegessen haben, ist auch warm. Ne? Aber haut mich nicht so um wie jetzt der Lotus-Käsekuchen. Weil es, ich würde schon fast sagen, also nicht ganz so süß ist, weißt du? Jetzt ist eher so auch wieder so ein bisschen deftiger, ne, mächtiger. Ist jetzt nicht so, dass ich sage, das haut mich jetzt gerade um wie der Käsekuchen. Und vor allem auch diesen Grießbrei finde ich sehr lecker. Ne? Ich kann mir auch vorstellen, dass gerade auch dieser Grießbrei, weil der ein bisschen mit Lotus ist, auch mit dem Käsekuchen. Das ist bei uns, der Grießbrei ist bei uns der Runner. Also kann ich mir vorstellen. Mochis haben wir ja auch, wahrscheinlich Kokoseimer, ne? Kokos, Mango. Die sind wieder eiskalt dann dafür. Boah. Was mein Favorit ist Mango. Mango ist sehr lecker.
Oh, Leute, dieses Spiel gerade zwischen kalt und warm, ne? Scheiße, ist das krass. Boah, ist das heftig. Weil die sind eiskalt, Wow, wow, wow. Meinst du, wir schaffen das noch aufzuessen? Eigentlich müssen wir beide das jetzt noch aufessen wie alles andere heute. Also, Real Talk, wenn du sagst, komm, ich du isst wollte noch, eigentlich mit Max noch was essen. Wir haben genug da. Ess ruhig. essen wir zusammen. Okay? Also ich mach mit, aber ich kann nicht mehr. Ist nicht schlimm. Das ist zu deftig für mich. Du isst das, was du kannst, und ich esse den Rest. Ja. Also Leute, damit würde ich sagen, esse ich mit dem Chef noch das auf. Dann machen wir den Stempel fertig. Und dann sind wir für heute wahrscheinlich komplett durch. Und dann dürfen nur die anderen. Ich habe mir dann doch nicht nehmen lassen, das ganze Dessert dann nochmal leer machen zu lassen. Der Mann war noch ein gefühltes Stück Kuchen dann doch leer. Aber ich habe soweit mitzumachen, ja. soweit auch alles durch vom Dessert, weil es wirklich sehr lecker war. Ich kann gefühlt eine neue Dessert-Challenge reingehen. Wow. Also das war rundum für mich eines der bisher krassesten Sachen. Nicht nur preislich, sondern auch geschmacklich. Meine Lieben, wir haben auch damit Stempel Nummer 31 ne, von Inchi. Offiziell ist es jetzt so, lebenslang kostenlos Essen hier bei Inchi. Sei es jetzt Fisch, Seafood Boil oder auch dementsprechend geile Desserts. Inchi Fisch, immer frisch für dich. Von dir. Lieben Dank. Für eine geile Challenge. Ich danke, dass ihr hier wart. Ich glaube, du bist ein Dass bisschen ihr hier sprachlos, wie viele andere auch. Ich Aber bin es- sprachlos, aber ich bin auch ein guter Fan. Also wie gesagt, ich verfolge ihn schon seit... Ja. Wir haben schon damals ein Video gemacht, Anfangszeiten von ihm. Seitdem verfolge ich ihn auch. Ja, ich Aber glaube, der hat sich- nachdem ich das erste Mal hier war, hast du mich verfolgt, glaube ich auch. Seitdem sind wir auch ein bisschen mehr im Austausch gekommen und so. Wir wollten schon mal was machen, das haben wir jetzt heute geschafft. Ich habe das schon realisiert, dass er das schaffen könnte, aber das nochmal zu sehen mit meinen Augen, man glaubt es trotzdem nicht. Obwohl man das erlebt hat, man glaubt es nicht. Das ist wirklich crazy. Ich danke dir fürs leckere Essen, für eine geile Challenge. Für den danke dir. 31. Stempel, meine Lieben. Es wird mal wieder was Außergewöhnliches. Vielleicht auch ein bisschen länger, aber dafür ein Special-Ding. Wir bestellen liebe Grüße von Inchi. Wie gesagt, es wurde geleakt. Inchi ab nächstes Jahr Franchise, vielleicht auch in eurer Stadt. Schreibt es in die Kommentare, wo wollt ihr Inchi alles sehen? Was hat euch gefallen, was nicht? Bis zum nächsten Mal. Wir bestellen liebe Grüße noch aus Köln. Ciao, ciao.